gut in Schuss, würde ich sagen. Das ist hier so ein typisches georgisches Dörfchen, so wie wir das bisher viel gesehen haben. Man sieht die oberirdische Gasleitung, die auch definitiv noch in Betrieb ist. Überall Schweine und Kühe, Kühe gerade nicht. Schweine sieht man hier vorne überall mit dem Dreieck um den Hals. Wahrscheinlich, dass sie sich nicht überall reinbuddeln. Finde ich ein bisschen unschön. Die rennen ja echt überall rum, auch Ferkel. Und wir fahren gerade weg vom Strand, wieder zurück Richtung Zug Didi, genau Zug Didi und dann nach Mestia. Auf einer Nebenstraße, die Diana ausgesucht hat, dass wir nicht den Serienweg zurückfahren. Das geht noch ein Stückchen. Ansonsten ist ja alles ziemlich zersiedelt. Also wirklich überall steht ein Haus und ist Zeug. Ansonsten hat man mal viele Kühe auf der Weide. Also Zelten bisher immer mit Kühen und auch Wasserbullen. Ist jetzt kein Problem, aber nochmal was anderes. Wasserkühe. Die sind auch Büffel, genau. Büffel, danke. Und die Büffel, die baden hier in diesem kleinen Teich. Da haben wir eine schöne Stelle gefunden, vom Bauer noch Joghurt bekommen und Wasser. Ja, coole Sache. Schatzi, schaffst du es denn über den reißenden Bach? Flussdurchquerung Nummer Zumindest Pedale habe ich schon mal in der Wade gehabt. 280. Yay! Schon ein bisschen Technik erforderlich. Nee, sieht gut aus. Der Stein ist auch etwas wackelig. Aber Sehr gut, es Schatz. ist ein einfacher. Super gemeistert. Wir sitzen mal hier in unserem neuen Kochgerät. Wir haben zwar schon eine neue Pumpe, die ist aber noch in Deutschland. Da muss ich noch eine Rechnung schreiben für den Zoll und das Paket mal irgendwann nach Tbilisi ordern. Dann geht der Kocher auch wieder. Aktuell kochen wir mit einem Hobo-Kocher, selbst gebaut aus einer Dose. Sieht dann so aus, ein bisschen Draht oben drauf, dass der Topf dann höher steht. Heute kochen wir gerade noch nichts. Einfach nur ein romantisches Feuerchen. Man schont den Rasen, man braucht wenig Holz. Also ganz angenehm und kann eben auch entspannt kochen. Wir sind hier in Georgien und von der Küste weggefahren heute so, weiß ich nicht, 40 Kilometer ungefähr. Luftlinie vielleicht, da hinten sehen wir auch schon die Berge am Horizont, 3400, 3600. Zug Didi heißt das. Ach ja, stimmt, in der Nähe von Zug Didi. Wie Zug und wie Didi. Und haben uns beim Bauern Wasser geholt. Der hat uns auch noch gleich so eine Art Joghurt, das ist eine andere Kultur, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber letztendlich ist es wie Joghurt. Schmeckt gut. Nennt man aber nicht so. Schmeckt Schmeckt gut. wie der DDR-Joghurt von früher. Genau. Und Selbst gemacht. haben hier ein schönes Plätzchen gefunden. Außer die Frösche hört man hier nicht viel. Eine Motorsensor läuft da hinten noch, die wir dann auch sicher irgendwann ausgehen. Ansonsten werden wir unsere Ruhe haben. Der Weg hierhin, der ist auch blockiert, da wird uns kein Auto Die Frösche beleuchten. sind ganz schön laut. Das stimmt, aber Mücken sind nicht da. Das ist eigentlich so das Nonplusultra, muss ich sagen. Dank den Fröschen. Wahrscheinlich, stimmt, wahrscheinlich. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, aber wahrscheinlich ja. Heute früh gibt es einen schönen Blick auf die Gebirgskette, in die wir hineinfahren. Sieht schon ganz schön krass aus. Wir sind jetzt auf 100. Also eigentlich auf 0. Fahren wir jetzt auf über 2000, gehen dann wandern auf über 3000. Werden wir sich noch 2 Tage brauchen, vielleicht 3. Hatten eine entspannte Nacht am See hier. Der war auch das Fahren entspannt, außer die Wärme natürlich. So, bin ich in den Bergen gelandet von Georgien. Kleines bisschen wolkig, gar nicht so schlecht, weil es nicht so extrem warm ist. Ja, wunderschöne Natur. Auto! Da sind wir am Wasserfall. Da sind sogar Menschen, die baden. DDR, ja, DDR, ja. Ja.
Ah. Just a little bit. Wait. Da haben wir eine schöne, ganz kalte Erfrischung gefunden. Es lächelt noch. Schon Eisblock? Eisblock? Alles gut. Ja, wie man schon sieht, hier überall Bienen und das nicht zu wenig. Wir haben uns gerade 500 Gramm Honig gekauft. War jetzt nicht so billig, aber 10 Lari kann man schon mal bezahlen. Ist ja auch Arbeit, ich weiß es ja. So, Mittagspause. Das ist hier so eine Grabstätte, die sind hier, naja, Grabstätte, Andenkenstätte, sagen wir es mal so. Genau, und die sind hier fast alle so gebaut mit so einem Unterstand, ganz praktisch für uns. Und mit den Leuten halt hier, die gestorben sind, vielleicht hier gestorben, man weiß es nicht. Hier sind mehrere Sachen abgebildet, genau. Und eigentlich ganz cool, vor allem mit der Aussicht hier. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Auf den See, wo wir wahrscheinlich auch nicht baden wollen. Ja, sieht recht milchig aus. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Und dann haben wir jetzt hier unseren leckeren Honig, den wir jetzt gerade erworben haben von den Imker. Den gibt es hier so in Plastikflaschen. Schmeckt echt lecker, gute Qualität. Genau, unser leckeres Brot dazu. Schmeckt ganz gut, ne, Schatzi? Mhm. Ganz schön schroff hier, wie in der Schweiz. Hinter uns brauen sich dunkle Wolken zusammen. Wir entscheiden uns, nach einem Platz für das Zelt Ausschau zu halten. Dies war eine gute Entscheidung. Ja, wir sind ja gerade so vom Unwetter, haben wir gerade so das Zelt aufbauen können. Und jetzt hagelt's. Eis. Ja. Dann lass mal einen Cocktail machen. Das ist auch eins. Nee, Ja. Glücklicherweise konnten wir eine Stelle für das Zelt finden. Genau rechtzeitig, um den Hagel auszusitzen. Wir bangen zwar etwas um unser Zuhause, aber zum Glück gibt es keine Schäden am Zelt oder an den Fahrrädern. Ah, hier steht so, Panorama. Ist das kein geiles Panorama, aber ist ein Panorama. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir suchen eine Campstelle und werden oberhalb der Straße fündig. Mit diesem atemberaubenden Blick auf den Gletscher und einer geraden Zeltstelle sind wir mehr als glücklich. Es findet sich sogar noch Holz für unseren Kocher. Am kommenden Tag wollen wir früh in Mestia ankommen, um für unsere Wanderung einzukaufen und einen Platz für unsere Fahrräder zu organisieren. Wir sind in Mestre angekommen heute, nach einer schönen Nacht an Hamm mit Aussicht und haben erstmal einen Tag und Zeit genommen, alles zu erledigen, was wir gucken, wo wir hinwollen, einzukaufen. Hier haben wir Mineralwasser gefunden, also mit Kohlensäure. Mit Kohlensäure, schmeckt richtig gut, eiskalt. Also Medium ist es, ne? Würde ich sagen. Medium. Aber das hat auch so eine Farbe, das schmeckt auch irgendwie. Ja, aber die Farbe ist da anders als da. Wegen der Flasche. Genau. Und jetzt gucken wir uns den ultimativen Zeltplatz an. Eventuell, ja. Wir gucken mal. Bei diesem Blick über Mestia sieht man die traditionell typischen Türme in den Bergdörfern dieser Gegend. Sie waren einst eine Verteidigungsmaßnahme gegen Räuber und andere Angreifer.
Heute haben diese meist nur noch eine Funktion als Speicher, aber viele zerfallen langsam. Die prägnanten Türme zieren das Landschaftsbild der Orte, gemeinsam mit den hohen Bergen und den glasklaren Gletscherflüssen. So, Vorbereitung auf die Wandertour. Aber wir haben jetzt natürlich erstmal festgestellt, dass heute Nacht irgendeine Maus meine Tasche angefressen hat und die Haferflocken. Und ja, wir müssen jetzt erstmal die Tasche hier reparieren. So eine. Du machst jetzt Schatten drauf, du musst das von da machen. Ja. Dass ich mal sieht, aber. Richtige blöde Stelle auch noch. Wenn ich mich davon sehe, ja. Da gehen wir, schwer beladen, zum Gletscher. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf alle Fälle sind wir noch im Mest hier. Haben uns nicht für die Touristenrunde entschieden, sondern für was etwas Anspruchsvolleres. Überzeugt nicht, die Touristenroute zu gehen. Ich habe die anderen davon überzeugt, nicht nur eine Tagestour mit Tagesgepäck zu machen. Sind wir genau in der Mitte gelandet, nämlich auf einer. Meine vorgeschlagene Route gehen. Yay! Ah ja. Da geht gleich der Hahn, siehst du? Aha, wollen wir nicht. Da oben geht es irgendwo hoch, nicht da hinten, sondern dahinter. Jetzt geht es erstmal so einen kleinen Pfad und dann an einem Bach nach oben. Mal gucken, wie lange wir brauchen und wie wir uns mit unseren Fahrradmuskeln, Beinen dann so fühlen. Da oben. Beim ersten Zwischengipfel. Stimmt, da oben geht's hoch. Zumindest ist das erstmal der erste Pausenpunkt. Oder Übernachtungspunkt, je nachdem, wie lange wir brauchen, Schatzi. Nee, also bis zum See schaffen wir schon, oder? Wir halten euch auf dem Laufenden. Hier befinden wir uns am ersten Pausenpunkt, bevor wir weiter Richtung Gletscher wandern. Dieses aufregende Abenteuer dürft ihr im kommenden Video mitverfolgen. Welchen Gletscher habt ihr zuletzt besucht? Erzählt uns davon in den Kommentaren.